Hallelujah. I believe that is an international word. Also ich denke, Halleluja ist international, man kann es überall gleich sagen. Does anybody have an hallelujah in their lips? Hat ein Halleluja auf seinen Lippen. It is an honor and a privilege to be amongst you this morning. Es ist wirklich eine Ehre und ein riesiges Privileg, heute Morgen hier vorne stehen zu dürfen. You guys have no clue Also ihr Leute habt keinerlei Ahnung, how excited I am wie ich mich freue, to stand here and be translated into this language. hier stehen zu können und auf Deutsch übersetzt zu werden. Like y'all don't understand. Ich verstehe kein Deutsch. Inside of me, I'm just excited. Und in mir drin bin ich einfach völlig voller Freude. The one thing that my translator does not understand Also etwas, was ich wohl nicht verstehe, ist, is she doesn't know the trouble she got herself in. ich weiß noch nicht, in was ich mich reinbegeben habe, also ich werde es dann rausfinden. I'm a crazy man. Denn ich bin ein verrückter Mann. And so y'all pray for me so that I behave. Also bitte betet für mich, dass ich mich hier benehme. And she doesn't quit church after today. Dass ich dann nicht die Gemeinde verlasse nach diesem Gottesdienst. My. It is good to be in the house of the Lord. Es ist wirklich gut, im Hause des Herrn zu sein. I want to thank Pastor Jifko and Crossroads Church and the opportunity that they give me to be here. Ich möchte Pastor Jifko und auch der Gemeinde danken, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu sein. And I know that God's going to do amazing Und things. ich weiß, dass Gott unglaubliche Dinge tun wird hier. Yo hablo español. Also ich spreche Spanisch. You understand Spanish too? Un poquito. So es un placer y un honor de poder dirigirme a ustedes. Not that good. But translate. Come on, translate. Dios es Er will, bueno. dass ich irgendwas sagen. It is. I told Pastor I was going to do that. I was going to talk in Spanish on purpose to see how he reacts. Also er hat Pastor Jifko gesagt, dass er das ganz mit Absicht jetzt machen wird, dass er Spanisch sprechen wird, dass ich ihn nicht übersetzen kann. I didn't say all of that. That's what I'm nervous about. Okay, also er ist ein bisschen nervös darüber, dass ich mehr sagen werde oder mehr übersetzen würde, als er eigentlich gesagt hat. No. I only said 4 words. No. That's Er beschwerte sich wieder, weil er eigentlich nur 4 Worte gesagt hat. Again. Okay, so the prayer. It's okay. She wants to preach her own sermon. I understand. Also er meint jetzt, ich will lieber selber predigen, das hat er nicht so. I am a talk back type of preacher. You're a what? A talk back. Also ich bin ein Prediger, der es gerne hat, wenn ihr mir antwortet. Also wenn ich spreche, dass ihr mir dann antwortet. That means Das bedeutet, that as I speak, if something falls on your lap that you like, also wenn ich etwas sage und ihr hört etwas, das euch gefällt, I want you to say, dann möchte ich, dass ihr sagt. say amen, Oder sagt Amen. say ouch. Oder sagt Ouch. Because if it hurts, just say ouch. Okay, also wenn es euch wehtut, dann dürft ihr einfach Ouch sagen. It's a form of response. Also diese Art von Rückmeldung, die ich gerne hätte von euch. The reason I say that is because if you don't respond, Und ich sage euch das jetzt, weil es ist so, wenn ihr mir kein Feedback gebt, I will talk dann werde ich reden. until my flight leaves tomorrow. Dann werde ich so lange reden, bis mein Flug dann morgen früh geht. If y'all don't believe me, Und wenn ihr mir nicht glaubt, you can ask this man right here. I'm crazy. dann könnt ihr diesen Mann hier vorne gleich fragen, denn er weiß, dass ich verrückt bin. Y'all brought the wrong person up in here this morning. Und sonst habt ihr mich die falsche Person hergeholt. Receive greetings from my wife Und ich schicke euch auch Grüße von meiner Frau and my children. und meinen Kindern. My son Jaden, which is 10, and my daughter Katie, which is 7. Ich habe einen Sohn Jaden, der ist 10 und meine Tochter Katie ist 7. I'm so excited to be able to see them tomorrow. Und ich freue mich schon so sehr darauf, dass ich sie morgen dann wieder sehen kann. The one thing I will always let the church know is that you know that your family is your first ministry. Also, und ich möchte euch einfach sagen, auch als Gemeinde, dass euer erster Dienst immer eure eigene Familie ist. And I'm going to preach and I'm going to get out your way. Und jetzt werde ich predigen, damit ich dann auch wieder gehen kann. I got my own timer. So that I can get out of hand. Ich brauche noch eine Uhr, damit es nicht so lange geht. We're going to read the word in the book of Numbers, so I'm going to ask you to stand. Ich möchte jetzt aus der Bibel vorlesen und stehe bitte dazu auf. Numbers 13, we're going to read verses 17 to 21. Wir werden jetzt in 4. Mose Kapitel 13 lesen, Verse 17 bis 21. Okay, and then we're going to go into the book of Philippines, chapter 3, verse 14. Und dann werden wir noch ins Buch der Philipper gehen, in Kapitel 3, Vers 14. And just to respect our time, we are just going to read it in one language. Ja, und einfach aus Konzeptgründen werde ich es nur in Deutsch lesen.
Und Mose sandte sie, das Land Kanaan auszukundschaften, und sagte zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist. Und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist, und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt. Und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Und seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes. Die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Sin bis Rehob, von wo man nach Heimat geht. Book of Philippians, chapter 3, verse 14. Und jetzt Philipper Kapitel 3, Vers 14. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben, in Christus Jesus. The word is blessed. Das Wort ist gesegnet. Look at your neighbor and tell him it's time to move forward. Wendet euch zu eurer Nachbarin und sagt, es ist Zeit, vorwärts zu gehen. Go ahead and look at someone else and tell them it's time to move forward. Dreht euch zur anderen Seite und sagt, es ist Zeit, vorwärts zu gehen. Look at your seat and high five two people, tell them it's time to move. Okay, und gebt es einfach zwei Leuten ein High Five und sagt ihnen, es ist Zeit, vorwärts zu gehen. Und dann dürft ihr euch sitzen. Praise the Lord. Preis den Herrn. The purpose of my thoughts and my intention this morning Und die Absicht meiner Gedanken, meiner Predigt heute Morgen, is to convey the significance of the moment ist diese, dass ich euch einfach nochmal die Wichtigkeit eines Moments näher bringen möchte. or the occasion as we as people of God Oder auch die Möglichkeit, dass wir als Kinder Gottes, have embarked upon. dass wir uns auf eine Reise befinden, wir als Kinder Gottes. It's an occasion or opportunity, Es ist eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit. a point of entry, Es ist sozusagen ein Zeitpunkt des Hineintretens. a moment of possession, Oder diesen Moment des Besitzes, etwas zu besitzen. a moment to take a hold of. Oder der Moment, von dem man etwas Besitz ergreift und es festhält. It's a moment that we must seize the opportunity. Es ist so ein Moment, wo wir einfach diese Möglichkeit nutzen müssen. It's time to move forward. Es ist jetzt Zeit, vorwärts zu gehen. It's for us to understand that in order to move forward, Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass wir nur vorwärts gehen können. we must walk in faith. Dass wir das nur tun können, wenn wir im Glauben wandeln. We have to understand that God is in the business of opening Wir doors. müssen verstehen, dass Gott sozusagen der Arbeitgeber der offenen Türen ist. That God is in the business of blessing upon blessing upon blessing upon blessing. Also Gottes Unternehmen ist sozusagen gefüllt mit Segen, der wiederum von einem Segen übertürmt wird, nochmal ein Segen drauf und nochmal ein Segen. And in order for us to truly conquer, we gotta truly believe. Und um wirklich überwinden und erobern zu können, müssen wir auch wirklich glauben können. It's impossible to win in areas of life that seem impossible if you can't believe God can do it. Ja, und es gibt Bereiche in eurem Leben, die einfach unmöglich erscheinen, die auch nicht möglich werden, wenn ihr nicht glaubt, dass Gott sie lösen kann. When we look at our text and we examine our text, Wenn wir jetzt uns die Schrift anschauen und diesen Text jetzt einfach untersuchen und näher anschauen, our concentration is not solely on the result of Israel's unbelief, sollte unser Fokus jetzt nicht nur auf dem Unglauben Israels liegen, but it's on the timing sondern auf dem Zeitpunkt und dem and the Timing occasion und auch dieser Möglichkeit that was presented to them in a divine fashion to get out. und auch diese Möglichkeiten, die ihnen sozusagen präsentiert wurde, auf eine heilige Art und Weise, hier jetzt herauszukommen. We must become a church that understands His revelation. Wir müssen zu einer Gemeinde werden, die seine Offenbarung versteht. We must become a church that walks understanding the very wisdom of God. Wir sollten auch eine Gemeinde sein, einfach die seine Weisheit versteht und auch dann darin wandelt. But the dilemma that we face in the church is the battle of timing. Aber das Dilemma, das wir dem wir gegenüberstehen als Gemeinde, ist einfach das Timing, der Zeitpunkt, der richtige. The battle of the occasion or the moment we must press. Also immer so diese Möglichkeit, ich habe ja jetzt eine Gelegenheit, die ich jetzt beim Schopfe ergreifen muss und die ich jetzt auch wirklich durchbringen muss. And what happens is this. Und was folgendermaßen passiert ist dann, What we postpone or hold up. also wenn wir etwas verzögern oder verschieben, In reality, what we're doing is that we delay the promise. dann ist es einfach so, dass wir nur die
Verheißung verzögern oder sie nach hinten schieben. And you delay the promise because of disobedience. Und du verzögerst diese Verheißung aufgrund deines Ungehorsams. I want to be blessed, Also ich möchte gesegnet but werden, I want to do it in my time. aber ich möchte es in meiner eigenen Zeitrechnung tun. I want the glory of God, Also ich möchte die Herrlichkeit Gottes, but I want to do it my way. aber ich möchte es auf meine Art und Weise tun. God says walk through that door, Gott sagt mir, laufe durch diese Tür, but you want to walk through that door. aber du möchtest durch diese Tür gehen. God can't answer someone that's disobedient. Gott kann nicht jemandem antworten, der ungehorsam ist. God requires obedience. Denn Gott fordert Gehorsam ein. He requires submission. Und er fordert auch die Unterordnung His ein. word is black and white. Also in seinem Wort gibt es nur schwarz und weiß. Da If gibt you es can keine all agree Option. with me, it's black and white. Ja, es ist nur schwarz und weiß. Könnt So ihr when damit übereinstimmen? So when he says, follow me, Also wenn er sagt, folge mir nach, our job is to follow him exactly the way he's ordered it. ist es unsere Aufgabe, ihm genauso zu folgen, wie er es angeordnet hat. So look at your neighbor and ask him, are you obedient? Also schaut euch jetzt einfach zu eurem Nachbarn um und fragt ihn, bist du gehorsam? No, really. Look at him in the face and ask him, are you Also obedient? schaut ihm wirklich ins Gesicht und fragt sie, seid ihr gehorsam? Bist du gehorsam? Look at that same person in the face Also schaut diese Person nochmal ins Gesicht. and look and tell him, you look like you're a little disobedient. Sagt ihnen, ja, das ist so, als ob du nicht ganz gehorsam bist. I'm kidding. Also ich mache nur Spaß. So we gotta utilize this word as a word of caution. Okay, wir sollten dieses Wort jetzt benutzen mit Vorsicht. Because God wants us to walk through the door. Denn Gott möchte, dass wir durch die Türen durchgehen. Because the desires of God is a place that eyes have not seen. Denn die Wünsche Gottes sind immer ein Ort, den unsere Augen noch nicht gesehen haben. And ears have not heard. Und unsere Ohren noch nicht gehört haben. And neither has it entered into the heart of man. Und nichts von dem ist auch jemals in das Herz der Menschen eingetroffen oder eingekehrt. The things that God has in store for those that love Him. Also all die Dinge, die Gott noch vorbereitet hat für all diejenigen, die ihn lieben. So do you love God? Liebt ihr Gott? Imagine Also stellt euch mal vor, what's in store was er für euch vorbereitet hat. for you. There are things not seen, Es gibt Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. things not heard, Und Dinge, die wir noch nicht gehört haben. things that haven't entered into the heart of man. Und Dinge, die noch nicht in das Herzen von Menschen eingekehrt sind. Those things Also diese Dinge can be released to you können euch zur Verfügung stehen, können freigesetzt werden für euch, if you truly love Him. wenn ihr ihn wirklich liebt. See, the key of that text is that you obey the one you love. Wisst ihr, der Schlüssel hier in diesem Text ist einfach nur das, dass ihr den liebt, dem ihr gehorcht. Because we want to do stuff and God wants to bless us, but He can't until you obey and do it as He says. Denn Gott möchte, dass ihr bestimmte Dinge tut, aber ihr könnt diese Dinge erst tun, wenn ihr ihm gehorsam seid und sie dann auch so tut, wie er sie gerne möchte. It's important for us to understand as we're moving forward. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, während wir vorangehen. Watch this. So, the reason why you're moving forward Also der Grund, warum ihr euch überhaupt nach vorne bewegt, is because you're tired ist die Tatsache, dass ihr müde seid. of where you are. Okay, dass ihr es satt habt an dem Punkt, wo ihr momentan gerade steht, dass ihr diesen Punkt satt habt. Okay. So, the battle is Also den Kampf, den wir hier jetzt haben, ist folgender. not becoming complacent with deficiency. Also nicht einfach nur zufrieden zu sein mit diesem Rückhalt, also mit diesem, ja, nicht vorwärts zu gehen. There are people that are okay with living in lack. Also es gibt Menschen, für die es in Ordnung ist, immer mit einem Mangel zu leben. Because it takes a level of faith to see beyond your problem. Und es braucht einfach immer diese Stufe des Glaubens, um darüber hinaus zu sehen. So many of us stand in the middle of deficiency and promise. Okay, viele von uns stehen einfach in dieser Verleugnung und Verheißung, also ein bisschen so zwischen den Stühlen. I want, Also ich möchte, but I don't know. aber ich weiß es nicht. Because I want something I'm aware of. Denn ich möchte etwas haben, dessen ich mir bewusst bin. But God is saying you can't seize the opportunity if you don't go for it. Aber er hat gesagt, du kannst diese Möglichkeit gar nicht nutzen oder ja, gar keinen Profit daraus ziehen, wenn du nicht vorwärts gehst. And I'm here to tell you this morning Und ich bin jetzt heute hier, um euch zu sagen, that there is an opportunity that God wants you to seize. dass es eine Möglichkeit
Möglichkeit gibt, von der Gott möchte, dass ihr sie nutzt. And He's letting you know Und er wird es euch wissen lassen. when you begin to walk into the land that's supposed to be yours. Wenn ihr anfangt, in das Land einzutreten, das euch eigentlich auch gehören sollte. You might see some things in the land that'll make you afraid. Es gibt vielleicht Dinge, die ihr in diesem Land entdecken werdet, die euch Angst machen. Because the big blessing that God has prepared for you, the enemy will do anything in his power to not allow you to get it. Denn es gibt diesen großen Segen, den ihr empfangen solltet, aber der Feind wird alles Mögliche tun, um euch daran zu hindern, diesen Segen zu empfangen. So we have comfortable Christians Also wir haben immer diese gemütlichen oder zufriedenen that Christen, are okay with surviving für die es gerade in Ordnung ist, einfach nur zu überleben with what they got. mit dem, was sie haben. Watch this. My wife has been preaching in our church for the week. Also meine Frau hat jetzt diese Woche in unserer Gemeinde gepredigt. She preached on Sunday last week, she taught on Wednesday, and she's preaching today. Also sie hat letzten Sonntag gepredigt, hat am Mittwoch nochmal eine Klasse gehabt und predigt jetzt auch heute diesen Sonntag. She told me, hurry up and get home. No. She told me to hurry up and get home. Also sie hat mir gesagt, ich soll mich schnellstmöglich jetzt beeilen und bitte nach Hause kommen. No, you can hold it. I'm ready now. She said that it's too much work. Also sie hat zu mir gesagt, es ist einfach zu viel Arbeit. Preaching and feeding the children Predigen und nebenher die Kinder noch füttern. and the study and all this stuff. Hurry up! That was part of my testimony. Okay, also dieses Predigt galt jetzt mal nicht für Chico, sondern seine Frau hat zu mir gesagt, beeil dich mal, dass du ganz schnell nach Hause kommst. It just fell at the right place. Move forward. I'm trying to behave. Also ich versuche mich zu benehmen. I'm trying, Joe. I'm trying. Also ich versuche es wirklich. So, my wife is overwhelmed Also meine Frau fühlt sich momentan einfach ein bisschen überfordert, because I enjoy preaching. denn ich liebe es zu predigen. So you get comfortable Und irgendwann wird es dir dann immer leichter und du genießt es dann. not doing that. Okay, ja, und dann ist es so, dann ist es immer bequem, wenn ich dann predigen kann. When the door opens Und wenn die Tür sich öffnet and the pressure is on you, und du fühlst dann diesen Druck auf dir, you hope to not do it. dann in dem Moment hoffst du dann immer, dass du es vielleicht doch nicht tun When kannst. in reality it's God Aber in der Realität ist es so, dass es eigentlich Gott ist, that's opening up the opportunity der dir eigentlich diese Möglichkeit gegeben hat, for you to do more than what you were already doing. dass du noch mehr tun kannst als das, was du jetzt schon tust. And sometimes Und manchmal we go backwards. laufen wir zurück, Because how many of you like pressure? denn wie viele von euch lieben den Druck. Let's be real. Also lasst uns jetzt hier ehrlich sein. Ain't nobody gonna get up on the field. Give me the pressure, God. Ja, ich glaube, steht keiner da und sagt, ja, bitte gib mir den Druck. That was good. That was good. Nobody ever translated that, but you know, and they say, doesn't nobody desire pressure? Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand sich diesen Druck wirklich wünscht für seine Herzen. But when we look at the text, Aber wenn wir uns jetzt diesen Text anschauen, it was time for them to move forward. war es Zeit für sie, vorwärts zu gehen. And they had to take a stand. They had to believe God. Sie mussten wirklich ihren Stand einnehmen, sie mussten Gott glauben. Listen to this. Hört euch das nochmal an. If you can't perceive it, Wenn du es nicht wahrnehmen kannst, you can't conceive it. dann kannst du es auch nicht empfangen. Furthermore, Und noch weiter, without conceiving, ohne das Empfangen, you will never receive. You will never receive. und es wirklich aufzunehmen, kann man es nicht wirklich empfangen. Yeah, it's hard to put in German, so I'm trying to figure it out. I know exactly what you mean, but it's like, yeah. It's probably just for you. Ja, ohne es wirklich. Man kann es vielleicht nur sich wirklich aufnehmen, wenn man es auch wirklich empfängt. So vielleicht. Ja, okay. So here's something else. We got it. The oil was on you. If you can't perceive it, Also wenn du es nicht wahrnehmen kannst, you can't conceive it. dann kannst du es auch nicht in dich aufnehmen. And without conceiving it, Und
aufzunehmen, there's no way that you're going to receive it. es ist auch keine Möglichkeit, es dann wirklich zu empfangen. So you have to perceive it through faith. Also du musst es dann wirklich wahrnehmen durch den Glauben. And you got to tell yourself, I can see that something great is coming. Und dann müsst ihr wirklich euch selbst zusprechen. Ich weiß, dass etwas Großartiges für mich kommt. And I'm going to do whatever I got to do in my power to be able to conceive it. Und ich werde alles in meiner Kraft tun, das wirklich dann in mich aufzunehmen. Because I know that someone around me depends on me giving birth to it. Denn ich weiß, dass es Menschen um mich herum gibt, die sozusagen von mir abhängen, dass ich wirklich es gebärde. So this is number one. Und jetzt ist Punkt 1. There's an opportunity. Es gibt immer eine Möglichkeit. Say opportunity. Sag Möglichkeit. Say opportunity. Möglichkeit. Say opportunity. Möglichkeit. Say opportunity. Möglichkeit. There was 12 spies. 12 spies. 12 spies. Top Spice? Spies. Spice. Jetzt, was soll das Ganze? Was like Spice when we come Oh, like spies, like spices. Spicy. I don't know how to cook. Also da gab es 12 Spione. Sorry. There were 12 spices. Pepper. Salt. 12 Spione, 12 Nutmeg. Cinnamon. So there were 12 spies Also es gab diese Spione, that were given a command. denen ein Auftrag erteilt wurde. Go and look at the land. Geht in das Land hinein und schaut es euch an. The opportunity. Das war die Möglichkeit. Go and look at the land I'm about to give you. Schaut euch das Land an, das ich euch geben möchte. Look at the size. Schaut euch die Größe dieses Landes an. Look at the fruit. Und schaut euch die Früchte dieses Landes an. Look at the opportunity. Und schaut euch die Möglichkeiten an. And come back and talk to me about it. Und dann kommt wieder zurück und berichtet mir darüber. Go look. Geht nach draußen und schaut. Go look at in the places you're soon to live in. Also schaut euch jetzt schon den Platz an, in dem ihr vielleicht einmal leben werdet. But there's a problem. Aber hier gab es jetzt das Problem. The problem is that in the land there are things that bring fear. Denn in diesem Land gab es einfach Dinge, die ihnen Angst gemacht haben. You're so excited Sie haben sich aber so gefreut. that God is telling you, go and look at a land that I'm about to bless you with, but you see things that bring fear. Und eigentlich ist es auch so mit uns. Also wir freuen uns darauf, wenn Gott uns sagt, okay, schau dir das Land an, das ich dir geben möchte. Aber wir haben Angst, weil es da Dinge in diesem Land gibt, die uns Angst machen. And you say, God, why can't it be easy? Und dann fragen wir immer, Gott, warum kann es denn nicht einfach sein? Why can't I just walk in and everything be fine? Wieso kann ich nicht einfach nur in das Land hineingehen und alles ist einfach gut? Why can't my children just behave? Wieso können meine Kinder sich nicht einfach nur benehmen? Why can't my husband just be quiet? Wieso kann mein Mann nicht einfach nur ruhig sein? Why can't my wife just stop screaming at me? Und warum kann meine Frau nicht einfach aufhören, ständig mich anzuschreien? That doesn't happen here though. Also das passiert hier natürlich jetzt nicht. That definitely happens in my house. Das passiert aber auf jeden Fall in meinem Zuhause. But you know, we want it easy. Wisst ihr, wir möchten es einfach immer einfach haben. But it's going to require something from you to get something that you've never gotten before. Aber wisst ihr, es fordert immer etwas von uns, wenn wir etwas haben möchten, was wir zuvor noch nie gehabt haben. So there's an opportunity. Also gibt es hier diese Möglichkeit. It's a land that flows milk and honey. Das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. A land that is fertile. Also ein Land, das sehr fruchtbar ist. A land that was producing huge amounts of fruit. Also ein Land, das großartige Mengen von Früchten hervorbrachte. It was so fruitful that the Bible says that they needed to carry the grapes together in twos. Und es war so fruchtbar, dass sie sogar, wie es die Bibel sagt, sie zu zweit sozusagen so einen Weinstock tragen mussten. How crazy is it that they got so close that they could bring in a cluster of grapes? Also sie waren schon so nah, konnten es aber fast nicht schaffen, eine ganze Rebe sozusagen mitzubringen, also in ihr altes Land. Together. Also nicht mal zu zweit. You got close enough to take of the fruit of the land, but you still fear. Okay, du bist jetzt schon so nah an dem Land dran, dass du sogar schon die Früchte ernten konntest von diesem neuen Land, aber du hast immer noch Angst vor diesem Land. How do you get into a place and take something that at the moment doesn't belong to you and be okay? Also wie kommt man überhaupt an diesen Moment hin, dass man etwas nehmen darf, das einem eigentlich noch gar nicht gehört? A land full of fruitfulness. Also ein Land, das voller Früchte ist, das sehr fruchtbar ist. But the fruit in the
Aber die Frucht des Landes steht immer im Wettbewerb mit eurer Angst, die ihr habt. It's impossible for the blessing that's in front of you to defeat your fear if you can't defeat it. Es ist eigentlich fast unmöglich, dass eure Freude darüber, was ihr jetzt haben könnt, diese Angst sozusagen übersteigt, die ihr aber habt, dieses neue Land einzunehmen. My question for you this morning is, do you listen more to your fear or to God? Also meine Frage heute Morgen ist die, hört ihr mehr auf eure Angst oder auf Gott? Everybody's going to be like, yes, God, hallelujah, glory to Jesus. Und jeder denkt sich jetzt gerade natürlich, Gott, Halleluja, ja, Ehre sei dem Herrn. But when the struggle comes, Aber wenn dann der Kampf bevorsteht, the hallelujah is gone. dann ist das Halleluja plötzlich ganz weit weg. And we tell ourselves, I want to go higher, but I'm stuck because I'm scared. Und wir sagen eigentlich, okay, wir möchten eigentlich vorangehen, aber ich sitze hier irgendwie fest, weil ich Angst habe. I know that there's an opportunity, Ich weiß, dass es diese Möglichkeit gibt and I want it, und ich möchte sie. which brings me to my next point, which is their outlook. Okay, und dann ist es der zweite, das ist sozusagen ihre Aussicht auf etwas. After they waited Nachdem sie so lange gewartet haben, in Egypt, in Ägypten, and they were free, und dann wurden sie ja befreit, and they were hungry, and they were wandering, und sie sind dann durch die Wüste gewandert, you know, they looked at the things wrong. haben sie die Dinge auf eine falsche Art und Weise gesehen. Their outlook was small. Also ihre Aussicht auf etwas war sehr, sehr klein. Because Oder ihre Sichtweise. one of the things they said was, we look like grasshoppers. Weil sie haben gesagt, wir sehen aus wie Heuschrecken. We look like. Also wir sehen aus wie. What do you mean you look like? Also was heißt das? Ihr seht aus wie etwas. You know what they feared? They feared a few big men. Ah, das ist This was all too. I got you much. Trust me, so sorry. Pastor's gonna move quickly. Also Chico hat da so langsam Übung drin. Use them, God. Gebrauche ihn hier gerade gesagt. Also Chico. It was a few of them. Es gab einige wenige. A few of these men that were big men. Es gab einige dieser Männer, die sehr, sehr groß waren und stark waren. And they said, the land is great, but there's big men that make us look like we're not capable of taking a hold of it. Okay, und es war so, dass eigentlich die starken Männer gesagt haben, dass es in diesem Land noch größere und noch stärkere Männer gibt, die es ihnen nicht möglich machen, dass sie dieses Land einnehmen können. Alright, so let's backtrack. Let's go backwards. Also wir möchten uns jetzt wieder kurz zurückspulen. There's the opportunity. Es gibt die Möglichkeit. There's the opportunity. Es gibt die Möglichkeit. And we're looking around. Und wir schauen uns um. Wow. 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 Amazing. Sieht toll aus. Look at that fruit. Also schaut euch diese Frucht an. Wow. Let me chop this grape Also, branch cluster out. okay, ich werde jetzt diese Weinrebe wieder abschneiden Let me grab it. und ich werde sie aufnehmen. But we can't live here Aber wir können hier trotzdem nicht leben. because there are people in here Denn es gibt ja Menschen in diesem Land, that are bigger than me. die größer sind als ich. So I see the opportunity, Also ich sehe die Möglichkeit, but my vision is small. aber meine Sichtweise oder mein Weitblick ist sehr klein. What do we do Was tun wir denn jetzt? when our vision cancels the greatness of our God? Wenn unsere Vision sozusagen die Größe Gottes einfach niedermacht und sie auslöscht. We talk about His sovereignty. Wir reden über seine Souveränität. We talk about His omnipotence, Give me a substitute. His strength. Über seine Größe, seine Allmacht. We talk about how great He is, Und wir reden darüber, wie groß er ist. but our eyes Aber unsere Augen can't see können das nicht sehen. beyond the struggle. Können nicht über diesen Kampf oder über diese Schwierigkeit hinausblicken. How do I win when my vision keeps on betraying me? Wie kann ich überhaupt gewinnen, wenn meine Sichtweise mich ständig betrügt? Have you ever met somebody filled with the Holy Ghost, but all they talk about is their problems? Also habt ihr schon mal jemanden getroffen, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist, aber nur über seine Probleme gesprochen hat und nichts anderes? Where is greater is He that is in me than he that is in the world? Where's that? Ja, also wo steht das in der Bibel, dass der in der Welt ist,
der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Where is, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Wo ist dieses, ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Because your rod and your staff, thy comfort me. Denn dein Stab und Stecken trösten mich. Where is it? Thousands and 10,000 shall fall at my wayside, but they shall not touch me. Ja, oder wo steht das, dass Tausende und Zehntausende um mich herum fallen werden, aber ich werde nicht fallen. We serve a God of opportunity, Wir dienen einem Gott der Möglichkeiten. but we also serve a God of outlook. Aber wir dienen auch einem Gott, der immer den Weitblick hat für He etwas. says, see what I'm trying to show you. Er sagt zu uns, schau dir doch das an, was ich versuche dir zu zeigen. The obstacle is the opportunity. Das Hindernis ist sozusagen die Möglichkeit. I don't know if you remember the story of David Also ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte von David erinnert. when he came in with lunch Als er mit dem Mittagessen reinkam, to his brothers zu seinen Brüdern, and he heard somebody talking. und er hat dann gehört oder hat dann mitgelauscht, wie jemand etwas gesagt hat. And he said, who is this man that's defying the people of God? Also wer ist dieser Mensch, der sozusagen die Kinder Gottes beschreibt oder definiert? He didn't talk about how tall Goliath was. Er hat nicht darüber gesprochen, wie groß Goliath war. He said there's something wrong with the words he's using. Und er hat gesagt, okay, irgendetwas stimmt hier nicht mit den Worten, die er benutzt. And I know the God that I serve. Und ich weiß, dass der Gott, dem ich diene, And those words need to be stopped. also ich kenne den Gott, dem ich diene, und diese Person muss aufhören zu sprechen. While everybody looked at the size of Goliath, Während jeder um ihn herum nur die Größe Goliaths sah, David looked at the words. hat David sich an die Worte erinnert. And he says, you are not going to talk like that. Und er hat zu ihm gesagt, du wirst so nicht sprechen. Today is the day you're defeated. Denn heute ist der Tag, an dem du besiegt wirst. You come to me all strong and mighty, but I got the power of the Holy Ghost. Also du kannst zu mir herkommen, so stark und mächtig wie du sein wirst, aber ich habe die Kraft des Heiligen Geistes. I could have drowned in my sorrow, but I believe the word of God. Also ich hätte ertrinken können in meinen Sorgen, aber ich habe an das Wort Gottes geglaubt. So you have an opportunity, Also ihr habt diese Möglichkeit. and you have a problem with the outlook. Aber ihr habt ein Problem mit der Sichtweise, mit dem Weitblick. Because my eyes just don't see it right. Denn meine Augen können es nicht richtig sehen. I see the struggle. Also ich sehe den Kampf I see the brokenness. und ich sehe die Zerbrochenheit I see the frustration. und ich sehe die Frustration I see the tears. und ich sehe auch die Tränen I see being tired. I see it all. und ich sehe auch, wenn man einfach müde ist. Ich habe all das gesehen. But God is saying, Aber Gott sagt so, look beyond that. schau darüber hinaus. But this is the problem. So we got the opportunity. Also wir haben die Möglichkeit We have the outlook, und wir haben auch den Weitblick and then we have the opposition. und dann wir haben die Position, die That's Opposition. the battle, y'all. Also das ist jetzt hier der Kampf an diesem Because Ganzen. the opposition Denn der Widerstand doesn't necessarily need to be the enemy. muss nicht notwendigerweise auch gleichzeitig der Feind sein, It can be you. sondern du bist vielleicht dein eigener Widerstand. All right. Because what happens is this. Denn es passiert nämlich folgendermaßen. Sometimes we are so worried about the outside forces Manchmal fürchten wir uns so sehr von den äußeren Kräften oder sind so sehr eingeschüchtert von den äußeren that Kräften, when we forget dass wir vergessen, that if we were to change the way we see it, dass wenn wir es schaffen würden, die Sichtweise, die wir haben, zu ändern, the problem will no longer be a problem. dass das Problem dann kein Problem mehr darstellt. Because now I'm looking at it through the eyes of God. Denn jetzt sehe ich es durch die Augen Gottes hindurch. The Bible is clear. Die Bibel ist hier sehr klar. It says that He prepares a table in the presence of my transgressors. Ja, die Bibel sagt uns nämlich, dass er einen Tisch vorbereitet im Angesicht unserer Feinde. That means Und das bedeutet, that as I'm eating, dass während ich esse, enemies are watching me. mir Feinde zuschauen, wie ich esse. It said He prepares a table in the presence of my transgressors, right? Er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. So in the midst of my victory, Also inmitten meines Sieges enemies will always watch you win. werden euch immer Feinde zusehen, wie ihr gewinnt. But why are we fighting with ourselves, Pastor? Aber wieso kämpfen wir mit uns selber, Pastor? I want to go higher, but I don't believe in myself.
Ich möchte zwar über mich hinaussteigen, aber ich glaube nicht an mich selbst. I want to grow, but nobody's applauding me. Ich möchte zwar wachsen, aber es applaudiert mir keiner. You know, I want to go, I want to preach His word, but nobody's liking my stuff on Facebook. Also ich möchte zwar sein Wort predigen, aber ich bekomme keine Likes auf Facebook. Keinem gefällt das, was ich auf Facebook Why poste. doesn't nobody in the church like my stuff? Wieso mag in der Gemeinde niemand meine Beiträge auf Facebook? We oppose God's movement with the way we see what's happening around us. Also wir widerstehen Gottes Wunsch voranzugehen mit all den Dingen, die um uns herum passieren, die wir wahrnehmen. But I'm called to press forward. Aber ich bin dazu berufen, nach vorne zu jagen. I'm called to walk ahead of everything and not grow weary and not fall flat. Ja, also ich bin dazu berufen, nicht müde zu werden und immer einen Schritt weiter voraus zu sein. Why? Und warum? Because I serve the bright and morning star. Denn ich diene sozusagen dem glänzenden Morgenstern. I serve the great I am. Ich diene dem großen Ich Bin. He is the Alpha and the Omega. Er ist das Alpha und das Omega. He is the beginning and He is the end. Er ist der Anfang und auch das Ende. He is our Jehovah Jireh, Er ist unser Jehovah Jireh, our provider. unser Versorger. He's our Jehovah Rapha. Und er ist auch unser Jehovah Rapha. He is our healer. Er ist unser Heiler. He's our Jehovah Mekadesh. Und er ist unser Jehovah Mekadesh. He's our God all powerful. Er ist unser Herr, der allmächtig ist. We serve the Jehovah Shalom, Und wir dienen auch dem Jehovah Shalom, which is the God of our peace. der Gott unseres Friedens ist. We serve our Jehovah Nisi, Und wir dienen auch unserem Jehovah Nissi. which is the God, our standard. Und das ist auch der Herr, der für uns steht. There's nobody like the God I serve. Es gibt keinen anderen als den Gott, den ich diene. And because I serve a God that still wins, Weil ich diene einem Gott, der immer noch gewinnt. I'm capable of moving forward regardless of what I feel in front of me. Ja, ich kann immer noch nach vorne gehen, ganz egal, was einfach vor mir steht oder um mich herum passiert. I gotta have faith. Ich muss Glauben haben. Faith to put my flesh under subjection. Ich muss mein Fleisch einfach unterordnen. To put it under subjection. Because faith has honestly released me from fear. Denn der Glaube hat mich freigesetzt von der Angst. So when I look at an obstacle, I go for it. Also wenn ich ein Hindernis sehe, dann gehe ich es an. When I look at a hurdle, I jump over it. Und wenn ich eine Hürde sehe, dann springe ich darüber. I jump over it. Ich springe darüber. That's what happens. Das ist das, was dann passiert. You know, when you see it, you go for it. Wenn du es siehst, dann holst du es dir. Because the enemy wants you to be quiet. Denn der Feind möchte, dass du ruhig bist. The enemy wants to paralyze your praise. Der Herr möchte deinen Lobpreis lähmen. He wants to paralyze your destiny. Und der Feind möchte auch deine He wants to paralyze your dreams. zerstören. Und er möchte auch deine Träume zerstören. But God is here today Aber Gott ist heute hier, to let you know if you believe Him enough um einfach dich zu prüfen, ob du wirklich genug glaubst. and you get up on your feet Und dann stehst du auf and you trust Him with everything that you got. und dann vertraust du ihm mit all dem, was du hast. God will begin to open ways where there is no way. Und Gott wird dann Türen öffnen und Wege vorbereiten, die es zuvor noch nicht gab. His revelation will be bigger. Und seine Offenbarung wird noch größer sein. His blessing will be greater. Und sein Segen wird noch größer sein. The opportunity will be enlarged Und diese Möglichkeit wird noch erweitert und verlängert werden. because He's a great God. Denn er ist ein großer Gott. He says that He will do exceedingly abundantly Er hat gesagt, dass er alles in Fülle tun wird und darüber hinaus. above all that you ask or you think. Also noch über das hinaus, was du ihm je erbitten könntest oder tun könntest. But according to the power that's already working inside of you. Aber immer nur gemäß dieser Kraft, die schon in dir arbeitet. So if I would ask a question this morning, Also wenn ich euch jetzt eine Frage stellen würde heute Morgen. is do you have power? Habt ihr Kraft? Do you have power? Habt ihr Kraft? Do you have power? Habt ihr Kraft? Do you have power inside? Habt ihr in euch He Kraft? said I can do exceedingly Und er sagt, ich kann noch darüber hinaus etwas tun. and I can do beyond what you think. Ich kann über das noch hinausgehen, was du dir vorstellen But kannst. it's according to the power Aber es geht immer nur hier um die Macht. that you possess inside. Es geht immer um die Kraft, die ihr So in euch do I habt. got any powerful people in the room this morning Also habe ich irgendwelche kraftvollen Menschen hier in diesem Raum, that say this, that say this. die das Folgende sagen. I have an opportunity. Die
sagen, ich sehe die Möglichkeit, ich habe diese Möglichkeit. There might be a problem with my outlook. Und ich habe vielleicht auch ein Problem mit meiner Sichtweise, meinem Weitblick. And the opposition is big. Und der Widerstand ist sehr groß. Because you know what? What they saw wasn't fake. Wisst ihr, was sie gesehen hatten, war ja echt, es war nicht falsch oder fake. The giants were real. Die Riesen waren real. They got scared. Und sie hatten Angst. But those giants were only like a family. They were like a They were like a family. It wasn't all of them. Okay, aber diese Riesen waren wie eine Familie. It wasn't a million of them. Es gab nicht Millionen von diesen Riesen. But sometimes the opposition. I need a word. Sometimes the opposition will bring out of you the fears you really have. Manchmal wird der Widerstand die Ängste in dir hervorbringen, die du wirklich hast. It surfaces things up that you thought that you had hidden. All diese Dinge, wo du gedacht hattest, dass sie schon längst versteckt sind, kommen wieder an die Oberfläche. Insecurities Unsicherheiten, that you thought that you had overcome. wo du schon gedacht hast, dass du diese Unsicherheiten eigentlich schon längst überwunden hast. But we serve a God that breaks insecurities. Aber wir dienen einem Herrn, der diese Unsicherheiten zerbricht. We serve a God that destroys all imagination. Und wir dienen einem Gott, der alle Vorstellungskraft sozusagen sprengt. And He tells us this morning, I can destroy it for you too. Und er sagt dir heute Morgen, ich kann auch deine Unsicherheiten zerbrechen. But you gotta tell yourself, I'm struggling with that. Aber du musst es dir selber eingestehen, dass du damit zu kämpfen hast. I'm struggling with this. Ich kämpfe hiermit. I know what God is saying, Also ich weiß, was Gott sagt, but I can't see it the way He sees it. aber ich kann es nicht so sehen, wie er es sieht. Something in my heart says He's gonna do it. Also irgendetwas in meinem Herzen sagt mir, dass er es tun wird. But what I see in front of me is bigger than what I can conquer myself. Aber das, was ich vor Augen habe, scheint mir zu groß, als dass ich es selber überwinden könnte. And He's telling us this morning, Und er sagt uns heute Morgen, are you capable of moving forward? bist du fähig, voranzugehen? Press forward. Dann geh vorwärts. Press towards the mark. Ja, geh immer auf dein Ziel hin. I can win because He's gonna help me win. Und ich werde gewinnen oder ich kann gewinnen, weil er mir helfen wird beim Gewinnen. Because I'm His son, you're His son or daughter. Denn du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. And because you're that, Und weil du das bist, you are guaranteed to win. dann hast du guaranteed auf him. Guaranteed to win. Dann hast du die Garantie, dass du gewinnen wirst. That means you will not lose. Das bedeutet, dass du nicht verlieren wirst. And if He knocks you down, Und wenn er dich niederdrückt, He gives you the opportunity to take it back up. dann gibt er dir auch wieder die Möglichkeit, dich wieder aufzurichten. We got too many people that choose to lose Es gibt so viele Menschen, die sich dazu entscheiden, zu verlieren. and stay losing. Und immer auch wieder weiter dabei bleiben, zu verlieren. He's saying, get up Und er sagt, steh auf and win. und gewinne. Move forward. Geh vorwärts. Press in. Also, verfolge das Don't wirklich. go backwards. Laufe nicht zurück oder Go rückwärts, forward. sondern laufe vorwärts. And trust that God is about to help you through. Und vertraue darauf, dass der Gott dir da durchhelfen wird. We're in a season of winning, y'all. Wir sind in dieser Zeit der Gewinne. And if we're winning where we're at, Und wenn wir da jetzt gewinnen oder den Sieg haben, wo wir you momentan will stehen, win where you're at. dann wirst du auch an deinem Platz, wo du stehst, auch gewinnen. The same God we serve Denn der gleiche Gott, den wir dienen, is the same God you serve. ist auch der gleiche Gott, dem du dienst. And His blessing has not been cut short for us. Und wenn sein Segen nicht gekürzt wurde für uns, His blessing will not be cut short for you. ist auch sein Segen nicht verkürzt für dich. And I just declare and decree Und ich möchte das wirklich jetzt proklamieren, that God opens up the windows of heaven dass der Herr wirklich die Fenster des Himmels and öffnet. that it begins to descend a certain level of victory Und dass dieser bestimmte Art von Sieg jetzt sich auf uns that herniederlässt. surpasses any win that you've ever gotten. Dieser Sieg, der jeden anderen Sieg überschlägt, den ihr schon je bekommen habt. That you can look beyond the enemy Und dass du über den Feind hinaussehen and kannst. that you can see him. Und dass du
you to press. Er hat dich dazu berufen, vorwärts zu gehen und dran zu bleiben. He puts in front of us an opportunity. Er gibt uns eine Möglichkeit. He tells you to address your outlook. Und er sagt dir auch, dass du dich um deinen Weitblick oder deine Sichtweise kümmern sollst. And to truly identify your opposition. Und deinen Widerstand richtig, auf eine richtige Art und Weise zu identifizieren. And then win. Und dann zu gewinnen. Win. Gewinnen. It's time to get some wins Es in ist your life. Zeit, ein paar Siege einzufahren in eurem Leben. That the reason why you cry is because you're so happy that you won. Und der Grund, warum ihr dann weint, ist der, dass ihr gewonnen habt. Wouldn't it be nice Wäre das nicht schön, that for once we're crying because of happiness? dass wir nicht aus Traurigkeit heraus weinen, sondern aus Freude heraus weinen? He's gonna do it, y'all. Und er wird es tun. He's gonna do it. Er wird es tun. So I'm gonna ask you to please bow your heads. Ich möchte euch bitten, eure Köpfe zu senken. And if you're in this room this morning Und wenn du heute Morgen hier bist and you tell yourself, und du sprichst dir selber immer wieder zu, I believe I've looked at the land. also ich glaube, denn ich habe das Land gesehen It looks fruitful, und es schaut auch fruchtbar aus, but it's scary. aber es ist trotzdem sehr angsterfüllend. And I don't think I can do it. Und ich glaube nicht, dass ich es schaffen kann. And you tell yourself, Und dann sagt euch jetzt selbst, sprecht euch das selbst zu. but I want to. Aber ich möchte es tun. And you know that you need His help to do it. Und ihr wisst auch, dass er seine Hilfe braucht, um das tun zu können. And you want us to pray with you? Und du möchtest, dass wir gerne für dich beten. I'm going to ask you to stand. Dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt aufstehst. And I'm going to ask you to come forward Und dann kommt ihr bitte nach vorne, so that we can pray with you. sodass wir für euch beten können.